Hallo und herzlich willkommen bei Schulgelaber. Mein Name ist Christoph und herzlich willkommen zu einem weiteren Notion-Tutorial. In dem heutigen Video zeige ich dir, wie du deinen eigenen Finanztracker baust, damit du in Notion alle deine Kontobewegungen darstellen kannst und eine Übersicht über deine Ausgaben, aber auch deine Einnahmen hast und immer deinen aktuellen Kontostand einsehen kannst. Wenn ihr euch den Weg sparen möchtet, dann könnt ihr auch einfach die Vorlage kostenlos unten runterladen. Da findet ihr auch noch ganz viele weitere Notion-Vorlagen, die ihr benutzen könnt. Und wenn ihr gerade erst anfangt mit Notion zu arbeiten, dann empfehle ich euch hier das Anfänger-Tutorial und in der Playlist noch weitere Dinge, um alles rund um Notion zu lernen. So, also gucken wir mal rein, in welchen Finanztracker wir heute gemeinsam bauen werden. Diesen Tracker werden wir heute bauen, inklusive neuer Schaltflächen, sodass ihr das Ganze schnell und einfach handhaben könnt. Eine Kontenübersicht in der Darstellung, eine Ausgabenübersicht und eine Einnahmenübersicht und natürlich die Datenbank. Als allererstes legen wir eine neue Seite an, die nenne ich jetzt einfach mal Finanztracker Tutorial. Ihr benennt das natürlich, wie ihr das ganz gerne hättet. Und als allererstes legen wir eine Datenbank an und das mache ich immer ganz gerne auf einer extra Seite. Damit ich das auch wieder wiederfinden kann, Datenbank nenne ich das Datenbank Video. Nehme ich hier die volle Breite, um dann eine schöne Übersicht später zu haben und dann legen wir die einzelnen Datenbanken an. Das sind insgesamt 3 Stück an der Zahl. Wir beginnen mit dem Konto. Als nächstes erstellen wir eine Datenbank rund um die Ausgaben. Und zu guter Letzt natürlich über die Einnahmen eine Datenbank. So, ich habe das Ganze, um es besser wiederzufinden, alles als Video betitelt, damit das Ganze für mich leichter zu finden ist. Ihr werdet das Ganze natürlich in der Vorlage, seht ihr das ja hier, switchen wir mal rüber in die Vorlage, da habt ihr das Ganze natürlich vernünftig betitelt. Aber wenn wir es jetzt gleich im Video schneller finden möchten, habe ich das einfach mal so benannt. Als nächstes legen wir hier einzelne Properties fest und wir beginnen hier mit dem Start-Kontostand. Dafür benennen wir das jetzt hier um, beziehungsweise benennen die Eigenschaft auch um. Das Ganze soll eine Zahl sein. Diese Zahl soll im Zahlenformat Euro sein, weil es ist mein Kontostand Start. Das braucht ihr nur ein einziges Mal erstellen, weil später, wenn wir die Rechnung erstellen müssen, brauchen wir das. Jetzt fülle ich das Ganze einfach mal hier, Konto 1 und Konto 2. Ihr könnt dann noch weitere Konten hinzufügen oder mit einem Konto arbeiten. Und wir packen hier einfach mal auf dieses Konto 2000 Euro und hier 1000 Euro. Das soll jetzt hier erstmal genügen. Hier kommen noch später weitere Sachen hinzu. Jetzt füllen wir das Ganze hier mit Ausgaben. Und auch hier nehme ich als erstmal, nenne ich das um. Das Ganze soll auch wieder eine Zahl sein. Auch wieder in Euro. Das könnt ihr betiteln, wie ihr möchtet. Hier könnt ihr einfach als Gesamt oder als Summe, indem ich hier zum Beispiel Beispiel, also Ausgabe 1, Ausgabe 2. So, hier sagen wir mal, das sind 200 Euro. 50. So, jetzt ist natürlich schon wichtig, wenn ich hier eine Ausgabe tätige, welche Kategorie ist das Ganze. Deshalb fügen wir hier eine Auswahl hinzu, und zwar nur eine einfache Auswahl. Und dann nehmen wir mal Kategorie. Und hier nehme ich jetzt mal ein paar Beispielsachen, zum Beispiel Lebensmittel. Dann nenne ich das mal Restaurant. Und das hier zum Beispiel nehme ich mal Technik. So, jetzt ist für mich noch wichtig, dass ich weiß, wann ich die Ausgabe getätigt habe. Deshalb nehme ich hier ein Datum. Das Ganze mache ich im 24-Stunden-Format. Und dann kann ich hier sagen, okay,
Das ist hier am 22. Mai ausgegeben, das hier am 11. und das zum Beispiel am 1. So. Jetzt möchte ich ganz gerne hier eine Verknüpfung herstellen, dass diese Ausgabe natürlich hier oben auch erscheint. Deshalb gehe ich hier auf das Plus-Symbol, gehe auf Verknüpfungen und jetzt nehme ich, das hier habe ich benannt, Kontoübersicht Video, dass ich es vernünftig wiederfinden kann. Zack, und ich möchte, dass das auf beiden Seiten erscheint, Verknüpfung hinzufügen. Und jetzt habe ich hier Ausgaben Video, seht ihr ja, und hier Ausgaben Kontoübersicht. Jetzt kann ich zum Beispiel hier sagen, dass diese Ausgabe war, das braucht ein paar Sekunden, um die Datenverknüpfung herzustellen, dass ich hier Konto 1, das ist auch von Konto 1 und das ist beispielsweise von Konto 2. So, dann entfernen wir das hier mal noch mal raus. So, jetzt habe ich hier Verknüpfung hergestellt. Das wäre doch schon mal ganz hervorragend. Jetzt als nächstes gehe ich mal auf den Einnahmeseite. So, und auch hier mache ich daraus eine Zahl. Noch hier Euro. Und dann sehen wir das einfach mal. 2000 Euro und das hier mal 200 Euro. Auch hier möchte ich natürlich wissen, wann diese Einnahme geschehen ist. Also füge ich hier ein Datum hinzu. Nehmen wir mal an, dass das hier am 12. war und das hier am 26. Das hier unten kann ich rauslöschen. Und jetzt möchte ich auch wieder Verknüpfungen herstellen. Und zwar zu meinem Konto. Und da gehen wir wieder zu Konto. Kontoübersicht Video und ich möchte, dass das in beiden Datenbanken erscheint. Also habe ich hier, kann ich wieder auswählen, das soll zu Konto 1 gehören und diese Einnahme zu Konto 2. Und hier oben erscheinen die dann. So, damit haben wir die Grundlage schon mal gelegt und haben hier unsere Datenbank schon mal ein bisschen gefüllt. Und jetzt werden wir nur noch bei der Kontoansicht uns arbeiten. Und hier haben wir ja schon Verknüpfung zu den einzelnen Sachen hergestellt. Und jetzt werden wir nur noch mit Rollups arbeiten. Und das erste ist, ich möchte ja wissen, wie viele insgesamt Ausgaben ich denn hatte. Deshalb gehe ich hier aufs Plus, gehe hier auf Rollup und ich möchte jetzt die Verknüpfung herstellen und zwar zu den Ausgaben. Das Ganze nenne ich. Da ist es. Das Ganze nenne ich Gesamtausgaben. Und hier gehen wir nochmal rein. Ich möchte nicht das Original haben und auch nicht die Eigenschaft, sondern ich möchte die Summe haben, wie viel das ist. Und ich möchte hier, dass er die Summe berechnet. Und dann rechnet er die beiden Sachen zusammen. Hier habe ich Gesamtausgaben. Ich habe hier zweimal Ausgaben, 200 und einmal 30, also 230 Euro. Jetzt fügen wir das gleiche hinzu bei den Einnahmen. Auch hier wieder einen Rollup. Und jetzt möchte ich diesmal zu den Einnahmen kommen. Und hier möchte ich nicht, dass die Eigenschaft eingezeigt wird, sondern ich möchte, dass hier, weil ich es nicht umbenannt habe, ist es ja der Tag. Das können wir gleich noch umbenennen. Und hier möchte ich, dass das Original nicht berechnet wird, sondern die Summe berechnet wird. Und hier nennen wir das mal schnell noch um. So, können wir es hier einfach mal als Summe betiteln. Könnt ihr dann, wie gesagt, in der Vorlage könnt ihr das betiteln, wie ihr das ganz gerne hättet. So, jetzt haben wir hier unsere Übersicht schon mal schön geschaffen. Jetzt wäre es doch schön, wenn ich meinen aktuellen Kontostand habe. Damit ich das vernünftig wiederfinde, nehmen wir das hier mal nicht als Rollup um, sondern das sind meine Gesamteinnahmen. So. Und jetzt fügen wir eine Formel hinzu. So. Diese Formel ist der Kontostand Start, deshalb braucht ihr den einmal, plus die Summe aller Gesamteinnahmen, nicht Ausgaben. Die Gesamteinnahmen minus alle Ausgaben und schon habe ich einen Kontostand. Das Ganze soll im Zahlenformat sein, aber ich möchte das Ganze in Euro haben. Und schon habe ich eine Tabellenansicht, die mir immer den aktuellen Kontostand anzeigt. Jetzt zeige ich euch noch einen kleinen Trick, den wir dann später brauchen. Ihr fügt jetzt hier hinten einfach mal ein Textfeld hinzu. Dieses Textfeld nennt ihr einfach mal Kontostand.
Kontostand Titel. Könnt ihr benennen, wie ihr wollt. Und jetzt schreibt ihr hier einfach hinten rein, und zwar Kontostand. Das zeige ich euch gleich, warum das eigentlich eine ziemlich coole Sache ist. So, nachdem wir jetzt hier unsere Datenbank sozusagen angelegt haben, wollen wir jetzt zu der Übersicht kommen, wie wir sie hier haben. Ich zeige es euch hier nochmal. Das wollen wir ja dann später haben. Also als allererstes werden wir hier diese Tabellendatenbank nehmen, den Link zur Ansicht kopieren, gehe hier auf die Startseite, gehe hier mal rein und jetzt mache ich mit diesem 1, 2, 3, kommt hier so ein langer Strich, dass ich das Ganze habe als Trennung. Dann nehme ich hier, das können wir zum Schluss machen mit den Icons. Und jetzt mache ich mir eine Überschrift als allererstes, und zwar eine große Überschrift. Und das nenne ich einfach mal Konto, Übersicht. Dann erstelle ich mir wieder eine Überschrift, die nennt sich Ausgabenübersicht. Und hier haben wir Einnahmenübersicht. Gut. Jetzt haben wir hier aus unserer Datenbank diese Ansicht rauskopiert. Gehe ich nochmal rein, Link zur Ansicht kopieren, dann gehe ich hier auf die Startseite, füge das hier ein und sage verlinkte Ansicht zur Datenbank erstellen. Jetzt ziehe ich den Titel hier raus, sage, der soll ausgeblendet werden und jetzt ist der nächste Step, dass ich sage, ich möchte das Ganze nicht als Tabelle dargestellt haben, sondern als Galerie. Und hier möchte ich, dass mir nichts angezeigt wird und dass die Kartengröße kann ruhig mittel oder klein sein. Das könnt ihr selbst entscheiden, wie ihr das möchtet. Ja, wenn ihr mehrere Konten habt, macht es vielleicht Sinn, dass man das klein angezeigt bekommt. Wir lassen es mal in der Ansicht. Als nächstes sage ich ihm, was angezeigt werden soll. Und zwar interessiert mich persönlich, könnt ihr alle möglichen Sachen anzeigen. Und zwar interessiert mich eigentlich immer nur der aktuelle Kontostand. Das ist ja eine Formel, die müsste ich eigentlich noch umbenennen. Dann wird mir hier der aktuelle Kontostand angezeigt. Und jetzt kommen wir zu diesem Kontostandtitel, der uns angezeigt wird. Jetzt, wenn ich den nämlich einblende, dann habe ich auf einmal ein Textfeld, der sich Kontostand nennt. Und jetzt ziehe ich den einfach vor die Formel und dann schon habe ich hier meinen aktuellen Kontostand, der mir angezeigt wird. Als nächstes möchte ich eine Ausgabenübersicht erstellt bekommen. Auch hier gehe ich wieder in die Datenbank rein, gehe hier auf Link zur Ansicht kopieren, gehe wieder auf die Startseite, füge das Ganze hier ein, verlinkte Ansicht zur Datenbank anstellen und jetzt möchte ich ganz gerne, dass das Ganze mir in einem Board angezeigt wird. Und hier möchte ich das Ganze, dass das gruppiert wird nach nach Kategorien. Das hat er schon automatisch gemacht, dass ich hier sehe, was wie dort angezeigt wird. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Und hier könnte ich noch eine Untergruppe anfügen. Das ist dann nach wie ihr das gerne hättet. Ich mache das ganz gerne nach Datum. Das finde ich schon mal super. Und hier möchte ich ganz gerne eine Übersicht haben, was ich so ausgegeben habe. Zum Beispiel hier könnte ich ja nach Datum, letzten 30 Tage, letzten 7 Tage, könnt ihr selbst entscheiden. Oder ihr könnt einfach hier hinten beim Datum, könnt ihr sagen, hier, das Ganze soll vielleicht als Jahresübersicht. Dann habt ihr hier das Jahr 2023 und habt ihr die einzelnen Sachen angezeigt. Auch hier würde ich jetzt noch mir anzeigen lassen, und zwar die Gesamtsumme. Ich weiß, Ausgabe 1 war so und so viel bei Lebensmittel etc. pp. Dann den Datenbanktitel noch ausblenden, dass das schön aussieht. Und kommen wir zur letzten Seite, zur Einnahmenübersicht. Auch hier gehe ich wieder in die Datenbank rein, ziehe das mir hier raus, Link zur Ansicht kopieren, gehe wieder auf die Startseite und hier füge ich das wieder ein. Und hier möchte ich auch eine sehr reduzierte Ansicht haben, deshalb nehme ich hier einfach nur eine Liste. Und hier gebe ich auch an, was mir angezeigt werden soll. Und zwar möchte ich ganz gerne, dass ich sehen kann, zu welchem Konto das gehört. Und mich interessiert als allererstes das Datum, wie viel da ist, dann die Summe, wie das ist, dann das Datum und dann zu welchem Konto das Ganze zugehört.
Gut, kommen wir zum letzten Schritt oder zum vorletzten Schritt, besser gesagt. Wir machen das Ganze jetzt noch ein bisschen schöner. Dann könntet ihr hier reingehen und könntet hier einzelne Buttons noch hinzufügen. Zum Beispiel hier, das benennen wir einfach mal in Kontostand aktuell dann sehen wir das schon mal ein bisschen schöner. Und hier füge ich jetzt noch einzelne Ansichten hinzu und sage hier, dass ich eine neue Vorlage hätte. Und da schreibe ich jetzt, wenn ich ein neues Konto zum Beispiel hinzufüge, schreibe ich hier immer Kontostand hin, gebe das vor. Wenn ihr jetzt ein neues Konto hinzufügt, dann ist das automatisch hinterlegt und ich möchte eigentlich, dass dieser Titel mir nie angezeigt wird. Deshalb gehe ich hier auf immer verbergen. Jetzt könnte ich auch hier die Eigenschaften mir wieder verbergen lassen, ja, und etc. Damit könnt ihr jetzt sozusagen die Sachen bearbeiten. Auch bei einem neuen Konto, das soll ab sofort als Standard benutzt werden für alle Ansichten. Und wenn ich hier jetzt noch reingehe, dann möchte ich hier eigentlich ein schönes Icon haben. Und zwar als Beispiel dieses Icon, nehmen wir hier als Bankkonto. Und schon habe ich ein neues Konto angelegt, wie ihr gesehen habt. Und jetzt müsste ich, damit ich das in der Datenbank vernünftig auch dargestellt habe, hier hinten auf das Bearbeiten gehen, hier das Icon hinzufügen. Und jetzt fügen wir hier wieder das Bankkonto hinzu. Und schon hatte ich ein neues Bankkonto hinzugefügt. Jetzt kann ich das noch bei den einzelnen Konten machen. Dazu spulen wir mal ein bisschen vor. Und auch bei den Ausgaben möchte ich eine neue Vorlage mir erstellen, indem ich hier raufgehe, neue Vorlage. Diese neue Vorlage benenne ich mal neue Ausgabe, füge ein Icon hinzu. Und zwar, das geht ja weg von meinem Konto. Das reicht mir schon aus. Jetzt sage ich noch, dass das als Standard festgelegt werden soll. Dass wenn ich das jedes Mal auslöse, das werden wir gleich zu kommen, wenn wir die Buttons hinzufügen. Und auch hier machen wir ein bisschen Speed up und dann mache ich das hier noch ein bisschen schön. Und zu guter Letzt machen wir das bei den Einnahmen genauso. Auch hier eine neue Vorlage. Hier kriege ich ja auf mein Konto was rauf. So, und jetzt können wir hier auch nochmal die einzelnen Sachen ein bisschen schöner machen. So, und jetzt zeige ich euch, wie ihr sozusagen euer Gehalt automatisch immer hinzufügen könnt. Das ist relativ simpel, indem ihr sagt, ihr geht diese Vorlage, geht ihr auf neue Einnahme, die dupliziert ihr, die benennt ihr Gehalt. Und dann sagt ihr mal, was weiß ich, ihr bekommt 2.000 € jeden Monat. Und das ist immer das Datum, wenn es ausgelöst wird. Das brauchen wir erstmal nicht eintragen. Aber hier das Konto, wo es hinzugefügt wird, ist immer Konto 1. Und jetzt habe ich schon meine Gehaltsvorlage. Und da ihr wisst, wann euer Gehalt aufs Konto kommt, könnt ihr hier bei Gehalt raufgehen. Und dann könnt ihr sagen, dass das wiederholt werden soll. Und zwar jeden Monat. Und hier legt ihr einmal das Datum fest, was weiß ich, immer am 1. Juni um 10 Uhr wird das ausgelöst. Und jetzt ist immer am 1. Monat, seht ihr hier, wird das ausgelöst am 1. um 10 Uhr und dann wird das hier automatisch hinzugefügt. So könnt ihr euer Gehalt hinzufügen. Kommen wir zum letzten Schritt und zwar wollen wir hier oben noch in schön einfacher Manier wollen wir ja noch einmal mögliche Einnahmen, wenn wir Geburtstag haben beispielsweise oder mögliche Ausgaben automatisch erstellen. Und dazu erstellen wir Schaltflächen. Dazu machen wir als allererstes hier, auch gehen wir auf Schaltfläche. Das Ganze nennen wir jetzt einfach mal, dass es eine neue Ausgabe ist. Und hier, was ich machen möchte, ich möchte eine Seite hinzufügen, und zwar in der Datenbank Ausgaben Video, weil es eine neue Ausgabe ist. Und als nächstes möchte ich auch noch, dass die Seite geöffnet wird. Und zwar bei dieser Automatisation. Zack. Das gleiche, machen wir hier mal kurz eine Enter-Taste. Das gleiche mache ich jetzt bei Einnahmen. Schaltfläche. Dann ist das Ganze, das gleich vernünftig zufügen kann. Es ist eine Einnahme. Da füge ich einen Schritt hinzu. Und zwar möchte ich eine Seite hinzufügen. Und zwar zur Einnahmenseite. Und auch hier einen Schritt hinzufügen. Er soll das Ganze öffnen. Und zwar in dieser Automation. Und schon hat sich das. Jetzt kann ich das hier nehmen, hinten an den Rand schieben.
bis hier das Quersymbol kommt. Und schon habe ich hier meine Buttons hinzugefügt. Testen wir es mal aus. Ich habe eine neue Ausgabe, öffnet sich, was weiß ich, Edeka, das Ganze sind 200 €. Und das Ganze ist am 15. passiert. Es war eine Kategorie Lebensmittel und das Ganze ist von Konto Nummer 1 abgegangen. Und schon ist das hinzugefügt. Habe ich hier eine neue Ausgabe. Hier, mein Kontostand ist weniger geworden. Jetzt kann ich auch eine neue Einnahme machen, indem ich zum Beispiel sagen, was weiß ich, das nehmen wir mal Bonus. Die Summe sind 2000 €. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dann ist das am 30. gekommen und das Ganze ist auf Konto Nummer 1 gegangen. Und schon habe ich hier einen höheren Kontostand. Ich habe hier meine Ausgabenübersicht. Hier kann man jetzt auch sagen, dass ich das ausgeblendet haben möchte. Und hier habe ich jetzt den Bonus hinzugefügt. Jetzt könnte ich hier noch reingehen und sagen, hey, das war eine Einnahme. Und schon hat sich das. Und hier kann man noch sehen, da habe ich einen Fehler gemacht. Indem ich hier bei der Vorlage nicht angegeben habe, dass die neue Einnahme als Standard festgelegt werden soll. Für alle Ansichten. Deshalb hat er den Pfeil nicht automatisch hinzugefügt. Habt ihr gleich mal gesehen, wenn man das nicht als Standard festlegt, wie das denn aussieht. Weil hier bei Edeka ist das automatisch passiert. So habt ihr euren eigenen Finanztracker gebaut. Wie gesagt, wenn ihr euch da abkürzen wollt, dann könnt ihr euch unten das runterladen. Wenn ihr Fragen habt, dann einfach in die Kommentarfunktion. Ich wünsche euch einen großartigen Tag. Ciao.